In einen Opel Astra H bauen wir heute ein monströses Doppel-DIN Multimedia Radio mit Apple CarPlay. Aber um das geht es eigentlich gar nicht. Ich will euch zeigen, wie man in den Opel Astra H ein Autoradio nachrüstet. Ich zeige euch also jetzt, wie bauen wir das originale Radio raus, was haben wir alles für Adapter, wie stecken wir das Ganze an, wie machen wir das Handschuhfach raus, um ordentlich an die A-Säule hinzukommen, um eine DAB-Antenne zu verlegen oder ein Mikrofon gut zu verlegen. Das alles werde ich euch in diesem Video zeigen. Der Mike hat uns sein Auto zur Verfügung gestellt. Ihr seht also, unsere Facebook-Aufrufe, die lohnen sich für euch und wir machen das ja schön interaktiv zusammen, ihr und wir. Wir kriegen Autos von euch und wir verfilmen die Sachen, was wir in das Auto einbauen. Ist doch eine feine Geschichte und der Mike hat uns heute sein Auto zur Verfügung gestellt. Wir bauen jetzt den DNX 9180 DABS von Kenwood ein, ein Doppel-DIN Monitor mit Apple CarPlay, Android Auto, Spotify-Funktion 2, USB-Eingänge und so weiter. Das heißt, wir haben hier als Grundausstattung ist ein Metallrahmen dabei, also so ein typischer Montagerahmen, passt aber nicht in jeder Kombination zu den Fahrzeugrähmen. Wir brauchen nämlich, um dieses Multimedia-Gerät richtig einbauen zu können, so eine tiefenverstellbare Blende, die wir hier liegen haben. Wie wir die einbauen und wie die zusammengesetzt wird, zeige ich euch in der Praxis jetzt gleich. Wir haben im Lieferumfang von dem Multimedia-Gerät haben wir natürlich einen Stromanschlussstecker. Wir haben die zwei USB-Verlängerungen, einen für Apple CarPlay und USB und einer für einen reinen USB. Eine GPS-Maus für den GPS-Empfang für Apple CarPlay, also damit das alles richtig gut funktioniert. Und wir haben ein Mikrofon für Bluetooth Freisprechen und natürlich auch für die Siri-Sprachsteuerung oder für allgemeine Sprachsteuerung, ob das jetzt iOS oder Android ist, ist ja egal. Und weiterhin, um das Ganze in den Opel Astra H Twin Top, also das gilt auch für jeden anderen Opel Astra H, das Gerät einzubauen, brauchen wir eine Phantomspeisung für unsere Antenne. Das ist dieses Teil hier, das wird in die Antennenleitung mit reingemacht, passt dann auf unser Kenwood-Gerät und der passt auf das Fahrzeug. Und wir haben hier einen Remote-Anschluss, den wir natürlich jetzt in der Praxis auch anschließen. Wir machen eine DAB-Scheibenklebeantenne mit rein für einen guten Digitalradioempfang und wir brauchen einen CAN-Bus-Adapter, der jetzt die Zündung an und aus uns hergibt, damit alles funktioniert und auch die Lenkradfernbedienung weiterhin ihren Bestand behält. Dazu brauchen wir dieses Teil hier und das wäre es eigentlich im Gesamten, was wir jetzt zur Installation brauchen. Ein paar Zurüstteile wie der CAN-Bus, wie die DAB-Antenne, der Antennenadapter und die Radioblende. Der Rest ist im Lieferumfang von dem Gerät eh schon mit dabei. Und wir gehen jetzt mal ins Auto und machen mal das originale Radio raus. Damit auch alles schön sauber und kratzfrei bleibt. Die richtigen Radioauswurfhebel, die verlinken wir euch natürlich im Videobeschreibungstext. In dem Fall hat unser Kunde ja hier alles Mögliche schon gerappt. Also mit Folie überzogen, aber das spielt uns jetzt keine Rolle. Wir bauen das Radio so raus, wie es ist. So, das war's auch schon. Können wir die ganzen Hebel wieder auf die Seite tun. Und das Radio rausmachen. Können wir hier abstecken, den Antennenadapter. Und hier unseren Quadlock entriegeln und den erstmal auf die Seite. Am Radioschacht halten wir uns am Anfang gar nicht großartig auf, weil wir müssen hinterm Handschuhfach über die A-Säule unser DAB-Antennenkabel und die DAB-Antenne installieren. Wir müssen das Mikrofon für die Bluetooth-Einheit hier mit installieren und das Kabel verlegen. Und dazu müssen wir erstmal das Handschuhfach rausmachen. Und das zeige ich euch natürlich, wie das geht. Und natürlich auch die A-Säulenverkleidung. So, dann fangen wir mal an. Hier oben sind zwei Schrauben. So, nach den 4 Schrauben haben wir auch schon unser Handschuhfach komplett in der Hand. Bitte abstecken hier, bevor irgendwelche Kabel abgerissen werden.
Um die A-Säule zu lösen, müssen wir die Sonnenblende mal wegmontieren mit 2 Torx. Und jetzt können wir auch direkt hier unten reinfahren und das Ganze entsprechend ausklippen. So. Als erstes können wir das Mikrofon entsprechend verlegen. Wir können hier die Führung in die Himmelverkleidung schon mit einbauen oder in die Stirnverkleidung hier und können das bis darüber ziehen. Und damit ist das Mikrofon schon fest. Und jetzt müssen wir das Kabel noch hier in die Führung mit reinbringen, damit das auch weg ist. Prima, das war's schon. So, damit haben wir unser Mikrofonkabel schon ganz hier auf der Seite und jetzt kommt die DAB-Scheibenantenne dran. Lassen wir das Kabel mal hier hängen und jetzt kommen wir zur DAB-Antenne und dazu machen wir jetzt natürlich auch die Fläche erstmal fettfrei. Wir haben hier Bremsenreiniger, der ist garantiert entfettend. So, da ist das gute Stück. Und jetzt kleben wir das hier schön rein, möglichst weit drunter. So. Und jetzt gerade her, das schaut doch schön aus. Also, es ist schon relativ unauffällig, so ein Teil hier an der Seite zu haben. Da braucht man sich, glaube ich, nicht beklagen. So, und jetzt können wir das andere Kabel auch noch mit runterziehen. Den Metallstreifen hier, der ist mit Kleber versehen. Den kleben wir hier auf das Metall drauf, damit das eine vernünftige Verbindung hat. Mehr braucht da nicht gemacht werden, auch wenn da nur Lack dazwischen ist. So, das war's, mehr braucht man nicht. Um die Kabel jetzt vernünftig von hier oben bis da rein zu bringen, können wir hier den Gummi an der Seite ein bisschen wegmachen. Und jetzt sehen wir schon, da gibt es eine komplette Verbindung bis da runter. Das können wir hier reinlegen. Und jetzt können wir das Kabel von innen hereinziehen. Und dann haben wir es schon da, wo wir es brauchen. Genau, so Ende, gut. Jetzt können wir die 2 Kabel direkt oben an dieser Kabelleiste mit anbringen und daran entlang binden. Und schwuppdiwupp haben wir natürlich auch beide Kabel direkt hier im Radioschacht drin. Die Kabel sind an der Stelle natürlich jetzt etwas zu lang. Die können wir jetzt hier zurückziehen und zwar auf die Länge, wie wir sie gerne hätten. Und zwar so vielleicht 10 cm aus dem Schacht raus, das langt völlig. Und hier hinten drin können wir natürlich jetzt noch wunderbar die Kabel zusammenfassen, damit es nur im versteckten Bereich hier die Kabellage liegt. Da unser Kenwood Multimedia Gerät auch mit einer Navigation ausgestattet ist, bauen wir hier jetzt noch zusätzlich eine GPS-Antenne mit ein. Die braucht in der Regel auch ein Masseunterpotential. Wir haben da oben allerdings hier einen Metallstock drinne. Wenn wir das dann da drauf machen, dann haben wir praktisch von dem Metallrohr die Masse. Solltet ihr irgendwas nur mit Kunststoff haben, dafür gibt es dann immer diese beiliegende Metallplatte, wo man das dann miteinander verkleben kann und gemeinsam dann irgendwo draufschrauben. Wichtig an der Stelle ist lediglich, dass oberhalb dieser GPS-Maus kein Metall mehr kommt. Scheibe und Kunststoffteile sind kein Problem, also machen wir das ganz oben drauf. Und das machen wir in dem Fall mit einem Panzertape oben drauf, da kann das nie mehr weg und hat optimalen Empfang dafür. So, wir machen die da oben rein. Das heißt, wir können die mal festkleben. Da können wir unten noch den Klebestreifen wegmachen. Und von da oben draufkleben. Optimal. Gut, und jetzt können wir das Kabel natürlich auch hier rüberziehen. Das GPS-Signal kann natürlich jetzt genauso wie die anderen Kabel hier rauslegen und hier hinten das übrige Kabel zusammenbinden und dann hinterm Handschuhfach verstecken. Jetzt muss noch unser USB-Kabel ins Handschuhfach, eins von den beiden. Und das können wir hier entspannt
Hier haben wir so eine Ablage drin, die man rausklippen kann. Und dann haben wir da hinten zwei recht große Löcher. Und da können wir das Kabel erstmal durchziehen, dass es hier durchhängt. Und jetzt hängen wir die Clips einfach wieder ein. Es funktioniert völlig entspannt. So schaut das nachher hier hinten drin aus. Völlig entspannt zum Durchziehen. Jetzt können wir genauso wie mit allen anderen Kabeln entspannt auch dieses Kabel hier durch den Radioschacht durchlegen und das USB-Kabel hier mal ganz ungeachtet mit hinten reinlegen und das Handschuhfach genauso montieren, wie wir es weggemacht haben. Damit unser Kunde sein Apple CarPlay schön bedienen kann und einfach auch anschließen kann, haben wir uns dazu entschlossen, sein Lightning-Kabel direkt hier durch die Mittelkonsole, da hat er eh schon so ein Löchlein reingebohrt, in dieser Montageplatte, also in dieser Verdeckklappe, die kann man nämlich wegmachen und kann man ganz rausnehmen, unser Kabel reinzumachen. Und wir müssen jetzt unser USB-Kabel, welches dafür für Apple CarPlay zuständig ist, ebenfalls hier vom Radioschacht, können wir ganz jetzt entspannt, obwohl wir es sogar als das Handschuhfach verbaut haben, hier hinten durchziehen. So. Da haben wir das Kabel. Und das können wir jetzt da hinten durchziehen. Ganz daher. So, lassen wir es mal hier liegen. Und jetzt nehmen wir unser Lightning-Kabel, das können wir hier durchziehen. Genau, so. Und fahren von der anderen Seite mit unserem Lightning-Kabel hier raus. So, jetzt haben wir das hier durchzogen und jetzt können wir das gleich zusammenstecken und hier unter die Verkleidung mit unterbringen. Drin. Und jetzt kommt unser Lightning-Kabel und können wir das Ganze hier wieder reinmachen. Und dann kann der Kunde damit machen, was er will und wie er es will. So, lassen wir es mal so liegen. Vom Original-Werksradio ist hier an der Seite noch ein Metallrahmen drin. Den kann man hier rausklippen. So, den muss man auf beiden Seiten wegmachen, weil der gehört ganz raus, sonst passt unser neuer Rahmen nicht mehr mit rein. So, das war es aber auch schon. Wir haben für den Opel hier noch einen Antennenanschluss vorbereitet. Das ist der hier, der wird nur drauf gesteckt. Und jetzt brauchen wir noch unser Remote-Kabel. Das geht jetzt mit einer Verbindung auf unseren Stromanschlussstecker hier vom Autoradio. Da finden wir jetzt auch ein blau-weißes Kabel und hier steht sogar, hier ist so ein kleiner Abzweigverbinder mit drauf, das heißt Antenna Control. Das heißt, die zwei müssen wir jetzt verbinden. Es gibt manche ISO-Steckerverbindungen, da kann man dann direkt hier drauf gehen. Da wäre dann das vorbereitet, um so einen Pin hier mit einzufügen. In unserem Fall machen wir es ganz einfach. Wir nehmen eine Quetschverbindung her von unseren roten Quetschverbindern. Solche Quetschverbinder könnt ihr natürlich auch bei uns im Shop kaufen. Einen Link dazu gibt es natürlich im Videobeschreibungstext. Und jetzt haben wir hier unser Kabel noch. So, genau. Und da machen wir das Gegenstück drauf. So, dann haben wir die erste Verbindung. Und unser Phantomspeiseadapter hier hat jetzt in dem Moment auch die Verbindung, die er braucht. Und jetzt müssen wir noch unser Steering Wheel Control Kabel. Das ist einmal vom Autoradio, kommt ebenfalls, genauso wie so ein Remote-Kabel, ein blau-gelbes Kabel. Also für alle Farbenblinden, die müssen jetzt hier schon ein bisschen aufpassen. Steht allerdings jetzt auch hier drauf. Steering Wheel Remote Input. Das nehmen wir genauso. Das ist jetzt die Steuerung, damit mein Autoradio nachher weiß, wann ich laut und leise mache. Und das Kabel kommt nachher von unserem CAN-Bus-Adapter hier mit raus und muss mit dem grünen Kabel verbunden werden. Da machen wir jetzt genau die gleiche Quetschverbindung dran. Hier die Mama in dem Fall. So, und den können wir jetzt hier miteinander verbinden. Und der Rest ist jetzt nur noch Zusammensteckerei. Das waren jetzt die einzigen zwei Verbindungen, die wir zusätzlich haben machen müssen, damit unsere Teile alle richtig funktionieren. Wir haben auch vorher hier am Kabelbaum ein Kabel gehabt, das hat sich genannt Reverse
Signal. Das wäre dann notwendig, wenn wir an unser Multimedia-Gerät eine Rückfahrkamera dran anschließen möchten. Wir haben das hier im Fahrzeug nicht. Das war ein relativ langes Kabel, zusammengewillt, gedrillt und gewickelt. Das habe ich jetzt abgeschnitten und einfach hier in meinen Kabelbaum mit reingemacht. Wenn man das jemals ergänzen mag, kann man natürlich auf dieses Kabelstück genauso wieder mit drauf gehen. Und jetzt fangen wir an, die Sachen weiter zusammenzustecken. Machen wir mal den CAN-Bus hier nochmal weg. Jetzt gehen wir hier auf unseren Hauptstromanschluss mit Lautsprecherausgängen vom Fahrzeug drauf. Und jetzt können wir den hier zusammenfügen und zusammenstecken. So, jetzt haben wir hier zwei weitere ISO-Stecker. Die passen jetzt genau auf unseren Stromanschlussstecker vom Kenwood mit drauf. Damit hätten wir das jetzt beieinander. Und was jetzt hier noch so rumhängt, ja, passt jetzt unter anderem natürlich an unseren CAN-Bus Adapter dran. Der wird, jetzt muss ich gerade selber überlegen, ob das alles so passt. Ne, der passt so nicht. Der gehört jetzt einmal hierher. Der da passt hierher. So, das war's. Mehr brauchen wir jetzt hier nicht anschließen. Jetzt hätten wir, weil das ein Lenkrad-Fernbedienungs-CAN-Bus-Adapter ist, der für mehrere Marken wie Alpine, Pioneer, Kenwood, JVC und so weiter funktioniert, müssen wir den konfigurieren für das Fahrzeug, für die Marke des Autoradios. In dem Fall brauchen wir diesen Klinkenanschluss nicht. Das wäre jetzt zum Beispiel bei einem Pioneer oder bei einem Kenwood notwendig. Dafür bräuchte man dann wiederum dieses Kabel nicht. Aber wir verwenden jetzt hier das grüne, lassen das Klinkenkabel weg und müssen uns im Klaren werden, wie wir das Ganze hier am Stecker, wo ist er dann nochmal, den müssen wir nochmal anders konfigurieren. Da ist auch eine Anleitung mit dabei und wir haben sogar über die Konfigurierung des Multileads ein eigenes Video gemacht. Also wer hier vielleicht verzweifelt, der kann in dieses Video noch reinschauen. So, wir brauchen diese Position für unseren Kenwood Radio und jetzt müssen wir das orangene Kabelstück genauso reinstecken wie hier, also genau unterhalb dieser bereits vorgesteckten Kabel. Also einen müssen wir jetzt hier reinmachen, bis er klickt, jawohl. Und den anderen direkt auf der anderen Seite drüben. So, jetzt haben wir die Brücke drin und das ist unsere Kenwood-Anwendung. Jetzt brauchen wir nichts weiter mehr machen. Das blaue und das grüne Kabel, wo ebenfalls im Lieferumfang von unserem Lenkrad-Fernbedienungsadapter dabei ist, brauchen wir jetzt bei Kenwood nicht. Das wäre vielleicht notwendig bei einem Clarion, bei einem Pioneer. Wir sind jetzt an der Stelle fertig mit der Verkabelung des Autoradios. Was wir hier noch zusätzlich haben von unserem CAN-Bus-Adapter wären weitere 3 Signale, die wir auswerten können, die unser CAN-Bus quasi schon ausgewertet hat und uns analog zur Verfügung stellt. Das wäre einmal das Speedpulse-Signal für ein Navi, das überhaupt das noch braucht. Also in der Regel braucht man das heute gar nicht mehr. Die Parking Brake, wenn man das Bedienen des Autoradios machen mag über die Funktion der Handbremse. Und hier hätten wir nochmal das Reverse-Signal. Das heißt, hier wird das Signal ausgegeben, sobald ich den Rückwärtsgang drin habe. Für was brauchen wir das? Für die Rückfahrkamera. Das war das Kabel, was wir quasi ja hier mit im Kabelbaum erstmal stillgelegt haben. Insofern interessieren uns diese 3 Kabel gar nicht. Wir isolieren die, damit die nicht irgendwelche Fehlfunktionen ausführen können, wenn sie im Radioschacht hinten drin liegen. Aber ansonsten schenkt man den Kabel aktuell keinerlei Beachtung. Unser gerade eben konfektioniertes Steckerchen können wir jetzt natürlich wieder einstecken und den ganzen Kabelbaum jetzt nach hinten im Fahrzeug unterbringen. Kabel haben wir jetzt alle so weit drin, wie wir es brauchen. Was brauchen wir jetzt noch? Unseren super sexy Einbaurahmen, der unser DoppelDIN-Gerät jetzt beherbergt. Und jetzt müssen wir das Ganze hier zusammenbauen. Ja, schauen wir mal, wie das funktioniert. Dann bauen wir jetzt den Unterbau rein. Der wird hier mit 2 Schrauben, da liegt ja alles in Lieferumfang mit dabei, verschraubt. Genau. Haben wir alle Kabel, nicht, dass da irgendwas stört. So, den gescheit festdrücken. Passend zu unserer tiefen verstellbaren Blende haben wir die Seitenblenden,
die sich eben verstellen lassen. Müssen wir auf beiden Seiten des Multimedia-Gerätes anbringen. So, nehmen wir mal die Sachen hierher. Und jetzt müssen wir gucken. Also das ist erstens mal unten, das ist oben. Und hier können wir jetzt auf der einen Seite mal so schauen, wie das Ganze hier hinpasst. Das sind nämlich unsere Stopper nachher an unserem Rahmen dran und das ist der Verriegler. Und jetzt müssen wir mal schauen, dass das so halbwegs bündig ist. Und hier rastet es nachher unten ein. So, genau. So, wo machen wir das fest? Hier drin. Erster Versuch, geht meistens daneben, aber ist wohl notwendig, weil jedes Radio einfach ein bisschen anders ist. Das Ganze lässt sich hier abzählen von den hinteren Leeren. 1, 2, 3, 4, 5 auf der Seite. Sollten natürlich dann entsprechend auch 1, 2, 3, 4, 5 auf der anderen Seite sein. Nochmal alles ein bisschen festmachen, falls es doch auf Anhieb gleich passen sollte. Jetzt sind wir auch an der Stelle, wo wir alle Sachen miteinander gleich zusammenstecken können und auch dauerhaft drin lassen. Weil selbst wenn es jetzt noch nicht ganz von der Tiefe her passt, können wir es ja an der Seite trotzdem noch mal verstellen. Jetzt haben wir unsere 2 USB-Anschlüsse, die unterschiedliche Stellen im Auto belegen. Wir haben unser Mikrofonkabel, das Mikrofonkabel Moose. Hier auf das Mic steht hier schon drauf. Dann haben wir ein GPS-Signal, das gehört hierher. Und ein DAB-Signal von unserer neu verlegten DAB-Antenne. Klick. Und wir haben ein, wo ist denn unsere, hier unten, da ist der UKW-Anschluss. Der ist natürlich nicht zu verachten, der liegt hier drüben. Den stecken wir hier auch ganz gemütlich zusammen. Seltsam. Unsere Hauptstromversorgung, die liegt hier. So, klick, klick, klick. Jetzt können wir mal so reinsetzen ein bisschen. Wir können jetzt auch erst mal schauen, Zündung mal anmachen, weil der ist jetzt nicht in der richtigen geraden Position. Ah, schau an, Zündung an, Radio an. So, für den ersten Moment warten. So, und jetzt ist es nämlich erst grad. So, und jetzt schauen wir mal den nach hinten rein. Language, Deutsch. Easy, Demonstration machen wir off, Ende. Und diese Meldung bitte jetzt nie wieder anzeigen. Gut. Und jetzt können wir mit dieser Taste den 0 Grad Steigungswinkel fixieren. Können wir gerade noch mal bitte, das ist irgendwie jetzt. Und jetzt müssen wir natürlich ja ausprobieren, ob unser Rahmen auch passt. Aber schau mal, jetzt sehen wir schon, obwohl der Rahmen noch gar nicht ganz drin ist, haben wir hier schon zu viel Material. Das wollen wir ja bündig haben. Und wenn ich das jetzt ganz reinmache, machen wir es mal bloß auf einer Seite. So, dann würde der so viel rausstehen und dafür brauche ich keinen tiefenverstellbaren Rahmen. Wir müssen das Radio noch mal rausmachen und die Seitenlaschen so installieren, dass das ganze Radio noch ungefähr, würde ich fast sagen, 1 Zentimeter weiter reingeht, um dann optimal auszusehen. Okay, jetzt ist er um das hier weiter draußen. So, Tiefenverstellung umgeschraubt und jetzt noch mal rein damit. Und jetzt kommt der schon ziemlich tief. Jetzt, wenn es vielleicht nicht schon zu tief ist. So, jetzt ist er schon drin. Und jetzt schauen wir mal, wie das ausschaut, wenn wir den hier reinmachen. Ja, ja. Ha? Jetzt ist das alles schön plan. Hier und hier geht alles plan über, oder? Auch hier schön. Lass mal so. Das ist jetzt Mike. Und Mike ist der Fahrer und Besitzer von unserem Opel Astra H.
und der hat uns sein Auto zur Verfügung gestellt. Dann lernt ihr den jetzt mal live kennen. Mike, woher kommst du und was tust du? Hi, ich bin Mike. Ich bin selbstständig seit einem halben Jahr. Ich komme von Hohenpeißenberg und ich bin von Beruf Car-Rapper und Werbetechniker. Also Car-Rapper, du sitzt im Auto und rappst vor dich hin, ja? Wop, 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 1, 2, 3. Nein, eher im Sinne Rappen aus dem Englischen vom Einpacken, also eher wie ein Rap im Mexikanischen. Ich packe Autos mit Folie ein, wie den zum Beispiel. Das ist das, was ich hauptberuflich und hauptsächlich mache. Also man sieht es ja auch ziemlich deutlich am Fahrzeug, dass da viel passiert. Das ist alles sein eigenes Werk. Und ja, wie bist denn du auf uns aufmerksam geworden? War das Facebook, war das YouTube oder wie war dein Weg zu uns? Also der Erstkontakt war über Google. Ich wollte ein Radio kaufen und Fan von euch geworden bin ich dann tatsächlich über Instagram. Instagram? Ja. Geil, weil Instagram ist für uns auch noch relativ neu. Das ist umso verblüffender, dass es da trotzdem Leute gibt, die darüber auf uns aufmerksam werden. Die meisten sind es über Facebook. Da haben wir sehr viel bisher gemacht. Aber unsere Interaktivitäten scheinen ja ganz gut zu funktionieren, dass wir Leute hierher bekommen, die ihr Auto bei uns für die Kamera, für das Fame-Werden zur Verfügung stellen. So, Mike, wie gefällt dir unser neues Autoradio, was wir für dich jetzt eingebaut haben? Also optisch finde ich super. Es ist ja das Beste, was Kenwood zu bieten hat. Und deshalb bin ich sehr gespannt, wie es jetzt am Ende dann sein wird. Okay, dazu kannst du ja noch einige Videos von uns reinziehen, wo wir im Detail erklären, wie die Geräte funktionieren. Aber du hast natürlich einen ersten Blick schon reingeschmissen. Es schaut halt wirklich cool aus, es integriert sich ja schön. Und du wirst wahrscheinlich noch die Radioblende, die schwarze außenrum, auch noch in, wie nennt sich die Farbe? Kane West. Kane West. Okay, also die wird wahrscheinlich auch noch die Farbe bekommen, damit sie das noch optimal integriert. Also Mike, ich sage dir herzlichen Dank schon mal für dein Auto und für deine Zeit, die du uns mitgebracht hast und wünsche dir ganz viel Spaß mit deinem neuen Autoradio und natürlich mit deinem gerappten Auto. Bis bald und für euch daheim gilt natürlich wie immer, Hände hoch. Nein, an die Tasten, haut einen Kommentar unten rein und abonniert uns, wer es noch nicht gemacht hat. Bis bald, euer Olli und in dem Fall der Mike. Ciao.